Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Zitat Christoph im roten Güterzug Video. Es geht zügig voran, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Genau das werden wir heute ausprobieren. Ganz genau. Als erstes Mal, wir sind wieder am Ort des Geschehens. Ein kurzer Schwenk hier in diese Richtung zeigt euch, wir sind nicht mehr in unserem kleinen Büro, sondern wir haben es wieder geschafft. Wir sind bei der Lego-Stadt und wir haben auch schon ein bisschen was gearbeitet. Und zwar gibt es jetzt eine neue Beleuchtung an der Decke, die eigentlich ganz ein gutes Licht macht. Mehr dazu aber später. Wir haben auch hier hinter uns im Winter Village, wenn ihr das sehen könnt, eine riesengroße Baustelle angefangen. Aber wir haben jetzt momentan gar keine Lust mehr, auf dieser Baustelle weiterzuarbeiten. Wir wollen jetzt etwas Spaß haben. Und Noch mehr Spaß. Womit kann man denn am besten Spaß haben? Da fällt mir einiges ein, aber unter anderem auch mit Zügen. Am meisten Spaß auf jeden Fall mit Zügen, ganz genau. Und wir haben ja einige Züge. Das hier ist zum Beispiel diese tolle rote Güterlok, die wir euch schon mal in einem Video gezeigt haben. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir fahren heute mal ein paar Rennen mit den Zügen. Ob das eine gute Idee ist oder nicht, werden wir dann sehen. Aber nach den Eskapaden des letzten Mals dachten wir, der muss auf eine richtige Strecke. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und dieser kleine Kreis war definitiv zu wenig. Deswegen schauen wir uns heute mal an, wie sich unsere Züge bei einem Viertelmeilen Drag Race schlagen werden. Gibt es sowas überhaupt bei Zügen? Wir werden diese Disziplin jetzt einführen, ganz klar. Und noch dazu ist ja bei uns, ihr habt es vielleicht schon mal gehört oder gesehen in einem Video, es ist ein Kampf der Geschlechter und auch gleichzeitig ein Kampf der Züge. Der Techniken, genau. Ein Kampf der Züge. Und zwar habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass ich ein großer Fan des alten, bewährten und meiner Meinung nach besten 9-Volt-Systems bin. Rita ist von der Technik her etwas weiter fortgeschritten. Wie immer. Sie mag diese neuen Power Functions und Powered-Up-Züge mehr. Ja. Und dazu schauen wir uns jetzt kurz mal an, was wir hier an Material für euch vorbereitet haben. Wer überhaupt starten darf. Ganz genau. Genau. Ich gebe hier den roten Zug, den roten Güterzug mal hier auf dieses Gleis, damit wir eine kleine Übersicht haben, wer denn aller mitfahren darf. Fangen wir mal mit dem Besten an oder mit dem heutigen Gewinner. Ältesten. Wir haben hier eine tolle 9-Volt Zugmaschine hier vorne mit einem Waggon. Ihr kennt bestimmt die Motoren. Wir haben hier zu Darstellungszwecken noch einen hier separat auf die Gleise gegeben. Der wird einfach unten auf den Zug draufgesteckt und dann geht schon los. Ganz losgehen tut es noch nicht. Wir brauchen zuerst noch einen dieser tollen Trafos, diese Regler, wo man vorwärts und auch rückwärts fahren kann. Und das ganze System muss sich auf einem stromführenden Gleis befinden, sonst bewegt sich da nicht viel. Genau. Als nächstes haben wir die Power Functions Serie, wie hier schon gezeigt, mit dieser roten Güterlokomotive. Genau. Die mit hat einer anderen eine Fernsteuerung, so ein Gang-Controller, wo man auch 2 Züge gleichzeitig steuern kann. Hier vorne im Zug ist eine Batteriebox drinnen, was ein großer Nachteil des Power Functions Sets ist, wie ich finde, da man so immer Batterien zur Hand haben muss und die auch relativ schnell leer werden. Ja, gut. Also wir haben jetzt schon ein paar Mal Züge nicht fahren lassen können, weil eben Batterien gefehlt haben, du sagst es. Hier hinten am Hinterteil des Zuges ist hier noch ein Infrarotsensor montiert, denn diese Zuganlage fährt mit Infrarot, was ein weiterer Nachteil ist. Richtig. Denn Infrarot ist, ihr kennt das von Fernbedienungen aus Fernsehgeräten, die haben keine besonders große Reichweite. Ich bin schon gespannt, ob sich das mit der Reichweite dann ausgeht auf unserer langen Zugstrecke. Das werden wir sehen. Die Zugstrecke zeigen wir euch gleich und zu guter Letzt der Schönste. Der ob er der Schönste ist, werden wir sehen. Der Beste ist er auf jeden Fall nicht, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und zwar ist das der umgebaute 2018 erschienene Hogwarts Express. Genau, denn der Tender ist jetzt um einiges größer. Warum? Weil wir hier eben den Motor eingebaut haben. Also hier ist die Batteriebox und der Bluetooth-Empfänger. Genau. Und unten drunter ist dann der Motor, der relativ gleich aussieht wie bei den Power Functions.
Es gibt hier auch eine Fernbedienung, mit der man auch, glaube ich, wieder 2 Züge gleichzeitig starten kann. Theoretisch steuerbar mit dieser, aber dadurch, dass wieder 4 AAA-Batterien hineingehören, habe ich mir das gespart. Das ist ja schon fast unmöglich, wie viele Batterien man da braucht, um nur einen Zug steuern zu können. Und habe mir stattdessen die App heruntergeladen. Leider schaltet sich mein Display relativ schnell aus und das habe ich nicht umgeschalten und jetzt fehlt, also die Verbindung ist immer wieder unterbrochen. Was Ein mich Nachteil der Power-Up gestört hat und dabei bin ich so ein Riesenfan von meinem Hogwarts-Zug. Okay, und es gibt auch, glaube ich, habe ich gesehen, in der App noch kein Template, also kein Design für den Hogwarts Express, da der ja eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, dass man ihn motorisiert. Genau, für den Disney-Zug schon. Disney-Zug, den ihr hier dort hinten zwischen der Achterbahn und dem Haunted Mansion sehen könnt, für den gibt es schon ein Template. Ja. Also das sind unsere Varianten, die wir hier vor uns haben. Nur zu Schauzwecken haben wir auch noch ein etwas älteres Modell der Power Functions Serie hier hergezeigt. Und zwar ist es so, dass hier der Batteriekasten unten drunter hängt und die Fernbedienungen haben im Jahr 2006, wie die rausgekommen sind, noch ein bisschen anders ausgeschaut. Aber der ist ja eigentlich recht ähnlich wie dieser. Ich glaube auch, dass die relativ ähnlich sind. Das werden wir nehmen wir 3 vielleicht Züge. nicht heute, aber beim nächsten Mal rausfinden. Jetzt wollen wir erstmal Rennen fahren. Bevor wir das machen können, noch ein ganz kurzer Schwenk hier auf den Boden. Ich glaube, die meisten von euch werden das schon wissen. Die Gleise sind ja eigentlich kompatibel zueinander. Das heißt, man kann auch einen 9-Volt-Zug auf einer Power-Function-Schiene fahren lassen. Nur muss man ihn dann schieben, denn da bekommt er ja keinen Strom. Umgekehrt geht es natürlich. Und ihr kennt auch bestimmt die Sonderteile, wie etwa diese coolen Flex-Tracks, die wirklich sehr praktisch sind, um den ein oder anderen Zentimeter gut zu machen, wo es sich nicht besonders gut ausgeht. Oder auch die Kreuzungen von den alten 9-Volt-Schienen, die jede Menge Spaß bedeuten. Es gibt auch von der neuen Power Functions Serie, habe ich gesehen, solche Doppelkreuzungen. Das heißt, in beide Richtungen gleichzeitig, die kosten aber eigentlich sehr viel Geld. Die kosten um die 100 €. Nur ein Stück von diesen Weichen, die haben wir uns noch nicht gegönnt. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht wahnsinnig relevant. Was relevanter ist, ist, dass wir die Geraden haben und zum Glück sehr viele davon. Aber ich habe schon gesehen, dass Christoph mich sabotieren versucht hat. Ein kurzer Rundumschwenk hier auf unsere Anlage und ich weiß nicht, wovon du sprichst. Also hier auf der linken Seite seht ihr mein 9-Volt Gleis, hier die stromführenden Anlagen, die hier angeschlossen sind und auf der rechten Seite die Power Functions. Und ich frage mich, wieso hier ein Loch in meiner Strecke ist. Ich habe da nur kurz was ausgebaut, damit wir die Gleise besser herzeigen können. Das baue ich nachher schon wieder ein, das wirst du schon sehen. Und hier, es geht also einfach darum, welcher Zug den meisten Speed aufbauen kann und welcher Zug hier am Schluss der schnellste ist. Das werden wir jetzt gleich mal testen. Es ist das Rennen der Giganten. Ja. 9 Volt gegen Powered Up und der Gewinner darf gegen unsere, ich nenne sie liebevoll die rote Rakete, wenn ihr das Video vom letzten Mal gesehen habt, wisst ihr wahrscheinlich warum, der darf gegen diesen Zug hier antreten und dann gibt es am Schluss noch eine kleine Siegerehrung. Ja, worauf warten wir denn noch? Wir sind Auf dabei. los geht's los. Also wie ihr seht, haben wir die 2 Züge schon mal aufgebaut. Christoph hat auch schon seine Fernsteuerung bereitgestellt. Ich bin mit meinem Handy auch schon voll dabei. Ich werde mich in Position bringen. Christoph bleibt bei der Startlinie. Wie ihr seht, auf Gleis 1 haben wir diesen tollen Passagierzug mit der Nummer 4559 aus dem 9-Volt-System. Mit 2 Anhängern, also der hat schon einiges zu ziehen. Und auf Gleis 2 haben wir den neu modernen Harry Potter Zug, der ausgestattet worden ist mit dieser neuen Powered-Up-Geschichte. Genau. Es sind, wenn du mal einen kurzen Schwenk nach links machst, hier am Boden gerade Gleise verlegt worden. Bei den neueren Gleisen haben wir hier ein bisschen nachhelfen müssen, da wir nicht so viele Gerade haben, aber die Strecken sind genau gleich lang
Und deswegen würde ich sagen, auf die Positionen. Ich bringe mich in Position, also nur, dass wir... Und bei Start wird einfach Vollgas gegeben. Hier ist die Ziellinie. Doch ganz schön weit zum Fahren. Ich bin gespannt, ob mein Controller soweit reicht. Wir werden es herausfinden. Also, erster Versuch eines Zug-Drag Race. Das Viertelmeilenrennen, das jetzt alles entscheiden wird, welche Technologie besser ist. Ja, das ist keine Frage, aber gut. Also bei Start geben wir beide Vollgas. 3, 2, 1, los! Nein! Wie konnte das passieren? Das war jetzt natürlich ein kleiner Trick, da ich bei Start los gesagt habe, aber wir können es ja nochmal probieren, wenn du willst. Dann zurück. Das ist doch gar keine Frage. Zurück in die Startboxen. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass der danke. Hogwarts Express am Schluss ganz schön aufgeholt hat. Ich glaube, der hat eine höhere Endgeschwindigkeit. Aber bei dem 9-Volt-System ist es natürlich leichter, einfach Vollgas zu geben. So, wir starten einen zweiten Versuch. Wie Christoph schon gesagt hat, ich tue mir halt ein bisschen schwer, weil ich da die ganze Zeit drauf drücken muss. Und ich kann mich darauf hinausreden, dass ich filmen auch noch muss. Genau. Das ist der Nachteil des neuen Systems. Ich habe das alles gut bei der Hand. Definitiv. Okay, ich versuche es noch einmal. Also, auf die Plätze, fertig, los! No. Es ist so traurig. Ich habe verloren. Der Hogwarts Express. Ich habe es ja gesagt, dass die alten 9-Volt-Züge einfach die bessere Variante sind. Er schämt sich. Und, wie wir vorher gesagt haben, unser Gewinner, also dieser schwarz-gelbe 9-Volt-Zug, darf jetzt gegen die rote Rakete antreten. Den Zug, den ihr schon beim letzten Mal bei uns zu Hause in der Wohnung vom Tisch fliegen habt sehen. Der wird jetzt dann gleich eingeschaltet. Er darf noch eine Runde fahren, damit er warm wird. Und dann geht es wieder ab auf die Startposition. So, wir starten die nächste Runde. Dieses Mal habe ich unseren roten Güterzug, der für Qualität bürgt, auf jeden Fall für Schnelligkeit bürgt, wie wir letztes Video gesehen haben. Wir versuchen es einfach mal. Ich gebe mein Bestes, auf das ich diesmal gewinne. So, also wieder auf die Plätze. Fertig, los! Warum? Christoph übernimmt die Steuerung meines Zuges, da das Signal leider nicht so weit reicht. Ich hoffe, er gibt sein Bestes. Jetzt geht's. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los! Nein! Oh, so knapp. Oh, ja! Meine Kniescheibe ist kaputt, aber es hat sich ausgezahlt. Wie ihr seht. Jetzt ist der Fahrt geflogen. Im letzten Moment hat der rote Güterzug noch diesen anderen überholt. Und der rote Güterzug hat gewonnen. Obwohl er wieder mal beschädigt wurde. Genauso wie bei unserem letzten Video. Ja, er ist nicht für Rennen gemacht. Aber er ist es jetzt schon langsam gewohnt, glaube ich. Ein letztes Mal zur Verifizierung unserer Rennergebnisse. Auf Gleis 1 unser wunderbarer 9-Volt-Zug 4559 und auf Gleis 2 nochmal der Güterzug aus der Power Function Serie 3667. Genau. Auf die Plätze, fertig,
los! Oh, der Arme. Das war jetzt unlauterer Wettbewerb, denn er ist einfach ohne Anhang weitergefahren. Das geht natürlich gar nicht. Das Nein. müssen wir wahrscheinlich nochmal probieren. Beide auf Position, auf die Plätze, fertig, los! Nach diesem wunderbaren Rennen kommen wir zur etwas traurigen Siegerehrung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie zur Siegerehrung unseres Drag-Rennens. Und zwar weit abgeschlagen Auf Platz 3. auf Platz 3. Aber für die Schönheit bitte Platz 1. Er ist schöner, als er fahren kann. Ja, zu schön, um zu fahren. Und zwar auf Ja. Platz 3 das neue Powered-Up-System. Und was war eigentlich das Problem, warum dieser Zug hier so langsam war? Ich glaube dadurch, dass man immer, also nicht einfach durchschalten kann von 0 auf 100, sondern einfach immer drücken muss, bis man bei 100% quasi der Geschwindigkeit ist, habe ich zu lange gebraucht, im Gegensatz zu deinem Trafo, wo du einfach durchdrehen kannst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ich glaube auch, dass das das Problem war, denn bei diesen alten Trafos kann man hier einfach auf Vollgas von jetzt auf sofort Genau. gehen. Und egal ob mit dem Handy oder auch mit diesem Controller hier, Ja. muss man diesen Plusknopf 10-mal drücken, bis man auf Vollgas ist. Das heißt, dieser Zug... Sonst wäre er schnell. Ja, ich wollte gerade sagen, die Ich glaub- Endgeschwindigkeit war echt nicht schlecht und er hat auf den letzten paar Metern sogar dann wieder ein bisschen aufgeholt. Das nächste Mal machen wir eine längere Zugstrecke und dann Bei gewinnt der einer Hogwarts. längeren Zugstrecke würde er wahrscheinlich ganz gut dastehen. Was auf jeden Fall toll ist, ist das Bluetooth-System, das ja auch sogar durch Wände durchgeht, glaube ich, und auch größere Entfernungen packt. Als nächstes der Platz Gewinner 2. der Herzen, die 9 9 Volt Volt. Bahn. Ja. Unbeschreiblich toll in der Beschleunigung. Also da drehen wirklich die Räder durch und er ist sofort auf Ja. Topspeed. Aber leider, ich weiß nicht, ob es an diesem Motor liegt oder generell am 9-Volt-System, nicht ganz schnell in der Endgeschwindigkeit. Nein, Und, da ist er definitiv überholt worden von unserem Platz Nummer 1. meine Damen und Herren, er Unser trägt Platz Nummer 1. die Bezeichnung, den ehrenvollen Namen Rote Rakete, Nicht umsonst. nicht umsonst. Es ist ein Zug, der schon des Öfteren durch seine hohe Geschwindigkeit aufgefallen ist. Überzeugen konnte. Er hat auch beim Rennen einmal geschummelt, und zwar ist er da Ja. ohne Waggons davon gefahren. Keine Ahnung, wie das funktionieren hat können. Ich glaube, vielleicht sind die Magneten hier irgendwie etwas schwächer geworden, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, er hat beim Fahren eigentlich keine einzige Viertelmeile zurückgelegt, ohne nicht irgendeinen Ballast oder Teile eines Waggons oder dieses Zwei-Wege-Fahrzeug zu verlieren. Ja, es ist halt ein Actionzug. Er hat dann immer etwas Gewicht Ganz eindeutig. Sich entledigt und ist somit an die erste Stelle unseres Podests gefahren. Ja, Und damit bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als dass wir jetzt noch andere Züge testen werden. Denn womit kann man denn noch mehr Spaß haben als mit Zügen? Gar nichts, mit richtig? gar nicht. Und deswegen werden wir jetzt noch schauen, ob wir andere fahrbare Untersätze hier aus unserem Trainyard noch auf die Piste bringen können. Wir halten euch auf dem Wenn Laufenden. euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr Rennen sehen wollt, dann sagt es uns. Sehr gerne. Und bis dahin braucht ihr euch keine Sorgen um uns machen, denn wir haben viel zu tun. Und wir sehen uns in einem zukünftigen Video wieder. Auf jeden Fall. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr baut was Schönes. Vielleicht fährt ihr ja auch mit einem Zug, vielleicht mit einem Hogwarts Express oder einem Disney-Zug. Wer weiß. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und bis bald. Tschüss. Tschüss.